Danke, ich habe schon gefrühstückt. Wer redet denn vom Essen? Wir müssen proben. Wir können doch hier nicht. Wir proben auf dem See. Auch morgen Abend können Sie einen österreichischen Spielfilm sehen. Hans Moser spielt den Zollinspektor Hasenhüttl. In Großbritannien zum Beispiel sind es die Fans, im Sinne des Wortes die Fanatiker, die der Nation manches üble Eigentor einbrachten. Unter dem Namen Eigentor lief jetzt eine Operation, eine Polizeioperation, die monatelang vorbereitet wurde. Maggie Thatcher ließ einen Schlag gegen besonders gefürchtete Randalierergruppen führen. Polizeistation Fulham in West-London in den frühen Morgenstunden. Einsatzplanung für die Operation Eigentor. Höhepunkt einer seit November laufenden Fahndung nach Rädelsführern englischen Fußballrauditums. Seit den Ausschreitungen in englischen und ausländischen Stadien im vergangenen Jahr, gipfelnd in der Brüsseler Katastrophe, waren die Überwachungsbemühungen der Polizei massiv verstärkt worden. Kontrolle der Zuschauermassen wurde Routine. Die Chelsea-Fans nahmen die Fahnder der Operation Eigentor besonders aufmerksam ins Visier. Chelsea-Spiele daheim und auswärts hatten besonders häufig zu Krawallen geführt. Die Zahl der Verdächtigten wurde eingegrenzt und heute früh dann Operation Eigentor in vollem Gange. 7 Polizeitrupps auf dem Anmarsch zu den Verdächtigen. Einer wohnt im Westlondoner Vorort Ruislip. Ein Kopf am Fenster, doch aufgemacht wird nicht. Gewaltsam verschafft sich die Polizei Zutritt, überrascht 2 Männer, Mitte 20. Festnahme unter dem Verdacht, gewalttätige Aktionen in Fußballstadien angezettelt zu haben. Widerstand gibt es nicht. Die Haussuchung bringt Verdächtiges ans Licht, Handwerkszeug notorischer Fußball-Hooligans, wie sie hier heißen. Die 7 heute früh Festgenommenen werden beschuldigt, an früheren Krawallen beteiligt gewesen zu sein und gewaltsame Ausschreitungen für künftige Spiele geplant zu haben. Später führt die Polizei ihre Beute vor: britische Flaggen, Schusswaffen, Messer, Totschläger, Schlagringe. Das ganze Arsenal der Hooligans. Zudem wurden Schriften der rechtsradikalen Organisation Nationale Front sichergestellt. Bereits früher wurden Zusammenhänge zwischen rechtsradikalen Gruppen und Fußballrauditum vermutet. Die Polizei scheint sicher einen guten Fang gemacht zu haben. Alle 7 Inhaftierten etwa hatten zur heutigen Begegnung zwischen der englischen und sowjetischen Mannschaft nach Moskau reisen wollen. Allerdings waren ihnen die Visa verweigert worden. Auch ist bekannt, dass die 7 im Juni zur Weltmeisterschaft nach Mexiko wollten. Aber auch daraus wird wohl kaum etwas werden. Die britische Polizei und Justiz jedenfalls sind entschlossen, auch von der politischen Führung angehalten, das Fußballrauditum auszumerzen, das England international so in Verruf gebracht hat. Uwe Kröger berichtete. Und die Mittwochslottozahlen habe ich hier. Sie lauten 16, 18, 19, 24, 31, 35, 37 und die Zusatzzahl 12. Und die Gewinnzahl im Spiel 77, 183, 1397. Diese Zahlen wie immer ohne Gewähr. Und damit sind wir beim Wetter. In der Nacht ziehen von Westen her noch mehr Wolken heran, später regnet es. Morgen ist es meist bedeckt und erst am Nachmittag hört der Regen auf. In Bayern gibt es leichten Frost. Die Temperaturen in der Nacht 0 bis 5 Grad, am Tage dann etwa 10 Grad und ein frischer Wind weht aus Südwest, teilweise jedenfalls. Aber das sieht noch nicht nach Frühling aus. Wenn in Peking der Frühling Einzug hält, dann steigen am Platz des himmlischen Friedens die Drachen in die Luft. Mitten in der Stadt, zwischen dem früheren Kaiserpalast und der Halle des Volkes, ist dies offiziell erlaubt. Vor allem ältere Herren sind es, die die Frühlingsboten aus bunter Seide und Bambus basteln und in den Himmel steigen lassen. Für gut zahlende Touristen, aber auch zur eigenen Freude. Und damit auf Wiedersehen.